Hallo zur 5. Folge von Monas Cake Paradise. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Mona Aska, ich bin Pianistin und ich liebe es in meiner Freizeit zu backen. Wie jede Woche möchte ich auch heute ein Rezept mit euch teilen. Es gibt eine Erdbeer-Schokoladenmus-Torte und dazu spiele ich euch ein Sternchen, und zwar von Schubert. Für den Teig brauchen wir Zucker, Mehl, Milch, Butter, Kakaopulver und 4 Eier. Für die Schokomousse brauchen wir Sanapat, das ist ein veganes Ersatzmittel für Gelatine, Sahne, Zartbitterschokolade und für Topping und die Deko Erdbeere. Für dieses Rezept heizen wir den Backofen jetzt auf 170 Grad bei Umluft auf. Das ist eine Springform mit der Größe von 18 cm Durchmesser. Und da werden wir jetzt den Boden wieder einfach so mit Backpapier einklemmen. Ihr könnt einfach aus Backpapier euch einen dünnen Streifen rausschneiden und dann könnt ihr damit den Rand auskleiden. Als ich letztes Jahr das allererste Mal für Konzerte in Australien war, habe ich in Melbourne die Kaffeekultur für mich entdeckt. Es gab an jeder Straßenecke super schöne und süße Cafés, wo man frühstücken konnte, brunchen konnte oder auch Kuchen essen konnte. Und dort habe ich ein Törtchen gegessen mit Erdbeeren und Schokomousse. Es hat so lecker geschmeckt, deswegen habe ich das jetzt umgewandelt und möchte gerne das Rezept mit euch teilen. Für den Schokoboden trennen wir jetzt die Eier. Dann fügen wir die Hälfte vom Zucker in das Eiweiß. Und wenn das Eiweiß steif ist, fügen wir das Eigelb hinzu. Zum Aufkochen der Milch benutzen wir ganz fancy ein asiatisches Hotpot-Gasgerät. Hört ihr das? Dann sieben wir das Mehl unter. Jetzt ist nur wichtig, dass man nicht weiter mixt, sondern einfach mit einem Löffel das Mehl unterhebt und nicht zu lang, sondern einfach nur so lang, bis man das Mehl nicht mehr sieht. Als letzter Schritt kommt jetzt die Schokoladenmasse in die Eiermasse, aber bevor wir das alles reinkippen, nehmen wir ein bisschen von der Eiermasse und rühren es in die Schokomasse. So, und jetzt können wir den Teig in die Form füllen und dann geht es schon ab in den Backofen. In Australien habe ich im Konzert das Sternchen von Schubert gespielt und daher habe ich mich auch heute dafür entschieden. Jetzt werden wir die Schokoladenmousse zubereiten und dafür kochen wir die Sahne auf. Und jetzt? Wenn der Kuchen und die Creme abgekühlt sind, können wir anfangen, die Erdbeeren zu schneiden. Und da wir den Deckel nicht benötigen, können wir den naschen. Nachdem die Schokocreme jetzt kühl ist, können wir die steif schlagen. Und damit die Mousse steif bleibt, kommt jetzt Sanapat dazu. Jetzt kommen wir schon zum letzten Step. Und zwar können wir jetzt endlich
die Torte zusammenbauen. Jetzt stellen wir den Backring in die Größe von dem Boden ein. Dann kommt Backpapier an den Rand und der erste Boden kann schon mal rein. Jetzt kommt eine dünne Schicht von der Mousse auf dem Tortenboden und beim Befüllen darauf achten, dass wirklich jede Ecke mit Schokolade gecovert ist. Wenn ihr keinen Spritzbeutel habt, könnt ihr auch einfach einen normalen Gefrierbeutel nehmen, es so umfunktionieren, dass ihr das sozusagen so benutzt und einfach die Spitze abschneidet. Und jetzt ab in den Kühlschrank damit für circa eine Stunde. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen bei Monas Cake Paradise bei Sweet Spot, dem jungen Magazin vom BR Classic.